Moin Moin, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge der Pfiffigen 4. Und heute geht es hier um ein Thema, was ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Und zwar ist es das Thema Lego auf diesem Kanal. Ich habe jetzt Mitte März diesen Katalog von Januar bis Juni bekommen, also mit etwas Verspätung. Aber den habe ich einmal durchgeguckt und heute verbinden wir einmal Lego mit den Pfiffigen 4. Das heißt, ich werde euch mal aus diesem Katalog zeigen, welche 4 Modelle ich doch am meisten bevorzuge. Und damit fangen wir gleich einmal an mit Platz Nummer 4. Ich hoffe, das klappt hier in der Live-Vorstellung. Erstmal hier kommen ein paar Sachen für ein bisschen jüngere Kinder. Ich bin ja schon ein bisschen ein größeres Kind. Und Platz 4, da schummel ich gleich schon, denn da kann ich mich schwierig entscheiden. Aber die Speed Champions für mich insgesamt auf Platz 4, denn da gibt es immer wieder schöne Modelle, tolle Modelle, die man umsetzen könnte. Ihr seht, ich habe hier schon 2, 3 Sachen eingekreuzt, die ich noch nicht habe und die ich bevorzugen würde. Also Platz 4, bisschen geschummelt. Wenn ich mich entscheiden müsste von einem der Speed Champions, dann wäre Platz 4 hier dieser Porsche, der auch, glaube ich, schon seit, ja, mindestens einem Jahr drin ist bei Lego. Also nicht neu in diesem Katalog, aber das ist ein schönes Modell und insgesamt diese kleinen Wagen ja sowieso schöne Modelle. Deswegen insgesamt hier diese Autos bei mir oder die Speed Champions auf Platz 4. Wurden ja ein bisschen breiter, das sind hier noch die Modelle, die nicht ganz so breite Noppen haben. Mittlerweile dann etwas breitere Wagen, die dann für 19,99, vorher 14,99 Speed Champions. Eine gute Sache, mein Platz 4. Platz 3, bisschen schwierig war da die Entscheidung für mich. Dann gab es 2 Favoriten und da gehen wir einmal jetzt zu dem, der es leider knapp nicht geworden ist. Und der kommt aus dem Lego Harry Potter Bereich. Das ist nämlich die große Halle von Hogwarts. Die hat es leider knapp nicht auf Platz 3 geschafft, aber ich zeige sie euch ja trotzdem mal. Denn vor allen Dingen bei diesem Modell finde ich cool, dass du super viele Minifiguren dabei hast. Die sehen wir einmal hier unten. Also eine ganze Hand voll, beziehungsweise 2 Hände voll Minifiguren. Das ist eine tolle Sache für 99,95. Aber hat sich leider nicht ganz durchgesetzt, denn es ist nicht mein 3. Platz. Das darf hier eigentlich gar nicht erwähnt werden in den pfiffigen 4. Denn Platz 3 ist für mich ein Modell aus der Lego Star Wars Reihe. Nämlich, den haben wir hier. Auch ein Modell, was schon länger am Markt ist. Das ist der X-Wing und den gibt es ja immer wieder von Lego. Das ist sozusagen die aktuelle Variante. Preis-Leistungs-Verhältnis Lego Star Wars. Allerdings ganz schön krass, muss man sagen. 99,95 oder beziehungsweise 99,99 sogar hier. Das ist schon etwas höherklassig für die paar Steine, die man hier kriegt. Übrigens interessant, dass Lego hier auch gar nicht reinschreibt, wie viele Steine man dafür bekommt. Daran lässt sich auch schon ein bisschen erkennen, dass hier auch große Unterschiede in den Modellen herrschen zwischen dem, was man für die Preise kriegt. Orange ist so eine Sache, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Manchmal denke ich, wow, cool, fällt auf. Andererseits, ob das so sinnvoll ist, wenn du da wirklich irgendwo anfliegen möchtest, mit Orange unterwegs zu sein, weiß ich nicht. Insgesamt, ja, aber finde ich, es ist ein tolles Modell und der X-Wing, den mag ich sowieso gerne. Deswegen hier ein bisschen aus nostalgischen Gründen mein Platz 3. Auch hier übrigens ein paar Figuren dabei, allerdings nur 4 Stück. Die gibt es dazu. Für diese Preise dann natürlich auch nicht besonders viel, muss man dann auch sagen. Also trotzdem habe ich mich dafür entschieden, den auf Platz 3 zu nehmen und nicht die Harry Potter Halle. Ich hoffe, man kann es einigermaßen nachvollziehen. Und ich hoffe, ihr könnt auch meinen 2. Platz nachvollziehen. Den habe ich ein paar Seiten später. Hier kommen wir ein bisschen mal in die Welt, ja, wo Erwachsene etwas mit zu tun haben. Und das ist für mich Ecto-One, das Mobil der Ghostbusters, mein 2. Platz. 199,95 ist auch ganz schöner Happen, den man da hinlegen muss, das ist klar. Aber das ist ein sehr schönes Modell. Und wenn du den irgendwo dir hinstellst, ist es natürlich auch was ganz Besonderes. Mein 2. Platz, Ghostbusters Ecto-One. Und das ist schon ein Träumchen. Also haben sie gut umgesetzt, auch noch gar nicht so lange auf dem Markt. Das ist ein Traumwagen, noch schöner als die Speed Champions. Ich denke aber, viele Sticker dabei, keine Drucks. Das kann man hier auch an dieser Stelle hier einmal sehen, dass diese Dinger, der Schmutz dort, alles Aufkleber sind. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil. Da frage ich mich, wieso Lego das so selten schafft, richtig umzusetzen mit Druck. Hier oben sehen wir es auch ein bisschen. Also, dass das nicht gedruckt ist, sondern Sticker sind. Das ist ein bisschen schade. Und der Preis ist natürlich auch ganz schön happig.
Aber der Wagen an sich ist schön. Hier sehen wir nochmal die Maße des Modells, also gar kein so kleines Modell. Und Kultauto, ein paar Funktionen hat es auch. Hier kann man das ausfahren. Das der würdige Platz 2 der pfiffigen 4 im Bereich Lego-Modelle aus dem neuen Lego-Katalog. Nur noch getoppt von ein paar Seiten später. Und es ist interessant, dass ich das hier tatsächlich nach der Reihenfolge gewählt habe, ist aber Zufall. Denn für mich ist das Empire State Building auf Platz 1. Das haben wir hier. Auch hier einmal an der Seite die Anzahl der Steine. 99,95 ab 16 Jahren empfohlen, auch eher ein Modell zum Hinstellen. Und ich finde das Empire State Building ja sowieso ein geniales Bauwerk. Habe ich, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erwähnt, bei den pfiffigen 4 Sehenswürdigkeiten. Schaut da auch gerne rein. Und hier haben wir ein schönes Modell. Unten die kleinen Autos. Also das ist für mich ein ganz besonderes Modell und das vielleicht demnächst auch mal umzusetzen. Schauen wir mal, was das Jahr so bringt. Aber erstmal ist es auf jeden Fall Platz 1 hier bei Lego Architecture. Für mich der große Favorit, Empire State Building, Platz 1. Und damit haben wir es schon wieder einmal durch. Einmal den Katalog und die pfiffigen 4 zum Thema Neues aus dem Lego-Katalog, Januar bis Juni 2021. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch mal eure Favoriten in die Kommentare und dann sehen wir uns auf ganz bald und bis dann.